Nach einer längeren Sitzpause willst du loslaufen, aber jeder Schritt fühlt sich an, als ob du auf Steine laufen würdest. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann schau dir dieses Video an. Heute erfährst du eine Ursache für diese Beschwerden und ja klar, was du machen kannst, um die wieder loszuwerden. Und zum Schluss gebe ich dir noch einen super Tipp, wie du deine Schmerzen frühmorgens lindern kannst, bevor du aufstehst. Eine Plantarfasziitis ist die häufigste Ursache für Fußschmerzen, vor allem nach Ruhepausen. Die Plantarfaszie ist eine Art von dickes Bindegewebe von Band, die dann von der Ferse nach vorne Richtung Zehe verläuft. Und es hat eine super wichtige Aufgabe. Es schützt das Fußgewölbe, also diesen bogenartige Form von dem Knochen, und gleichzeitig hilft es dabei, deinen Fuß stabil, aber auch beweglich zu halten, egal ob du stehst oder rennst. Das Besondere bei der Plantarfaszie ist, dass es wie eine Art von Seil funktioniert. Es verbinden, wie gesagt, die Ferse mit dem Zehen und in dem Moment, wo du einen Schritt gibst und die Zehe sich nach oben bewegen, wird der Seil gespannt und gleichzeitig zieht er dann die Ferse auch nach vorne, so dass es hier dann halt gespannt wird und der Bogen oben gespannter wird. Das macht, dass deine Längsgewölbe vom Fuß sich stabil hält während dem Schritt. Das Problem bei der Plantarfasziitis ist, dass genau dieses Gewebe überbelastet wird. Entweder weil du Sportarten ausübst, die viel Laufen oder Springen beinhaltet, oder weil man zu wenig Bewegung hat. Übergewicht, schlechtere Schuhe können das Ganze noch deutlich verstärken. Das Gewebe, der Ansatz von diesem Band, das verändert sich. Es entstehen kleine Mikrorisse und die Dehnbarkeit von dem Band wird auch weniger. Ähnlich wie bei einer Sehnenreizung. Typische Beschwerden von einer Plantarfasziitis sind Schmerzen an der Fußsohle, besonders hinten an dem Bereich vom Ferse, die dann noch weiter nach vorne Richtung Längsgewölbe ausstrahlen können oder auch nach hinten Richtung Rückseite vom Fuß. Die Schmerzen sind meistens stechender Art, die in den ersten Schritten besonders stark sind und danach, wenn du dich ein bisschen mehr bewegt hast, meistens lassen sie nach. Das Wichtige ist aber, dass es Wege gibt, diesen Bereich zu entlasten und deine Schmerzen wieder loszuwerden. Und ich zeige dir jetzt gute Übungen, die dir dabei helfen werden, deine Schmerzen zu lindern. Und denk dran, jeder Schritt zählt, besonders der schmerzfrei ist. Wichtig bei der Plantarfasziitis ist die Dehnbarkeit von der Plantarfaszie wiederherzustellen. Und dafür ist genau diese Übung. Du stellst dich vor einer Wand, beide Hände an der Wand und als erstes stellst du deine Zehe an die Wand ran, so dass die in eine überstreckende Position kommen, Zehe an die Wand, und gleichzeitig wirst du merken, dass das Längsgewölbe sich aufbaut. Die Plantarfaszie, die geht ja vom Zeh bis zur Ferse, die kommt jetzt in eine Dehnungsposition rein und zieht dann die Ferse nach vorne. Deshalb baut sie das Längsgewölbe auch auf. Bleib in dieser Position und versuche nun, das Knie nach vorne Richtung Wand zu bringen. Dadurch, dass es jetzt von dem Sprunggelenk her nach vorne bewegt wird, wird automatisch das Fersenbein nach hinten gebracht, was dann noch eine extra Dehnung auf die Plantarfaszien bringt. Bleib in dieser Position für 30 bis 45 Sekunden und lass es dann langsam wieder los. Und auch die Zehe wieder los. Wiederhole das Ganze für 3 bis 5 Mal. Also Zehe an die Wand. Die Mittelfußknochen, diese Partie vom Fuß, muss dann auf dem Boden antatschen. Ferse bleibt auf dem Boden und du bewegst das Knie nach vorne Richtung Wand hin. Bleib in der Position für 30 bis 45 Sekunden. Wiederhole die Dehnung für 3 bis 5 Mal. Die Plantarfaszie hat eine enge Verbindung mit der Wademuskulatur. Eine Kräftigung der Wade sorgt dafür, dass die Beschwerden in der Plantarfaszie auch abnehmen.
Eine gute Möglichkeit, die Wade zu trainieren und gleichzeitig auch an Dehnbarkeit zu gewinnen, ist eine exzentrische Übung der Wade. Stell dir jetzt halt auf eine Stufe drauf, von der Treppe. Du kannst sie auch gerne in der Gelände festhalten. Die betroffene Seite, die wird jetzt halt auf der Stufe drauf bleiben. Achte darauf, dass dein Knie in einer Linie bleibt mit deiner Hüfte und deinem Fuß. Also, dass das Knie nicht zu weit nach innen abweicht, aber auch nicht zu weit nach außen abweicht. Jetzt mit der gesunden Seite gibst du langsam einen Schritt nach vorne und genau in diesem Moment musst du darauf achten, dass das Knie nicht nach innen abweicht, sondern dass du schön in einer Linie bleibst und langsam die Ferse hochhebst, bis du dann mit der gesunden Seite auf dem Boden ankommst. Unten angekommen, mit dem Fuß wieder nach oben kommen. Und diese Bewegung wiederholst du jetzt für 12 bis 15 Mal. Langsam bremsen, wie du von der Stufe runter gehst. Und dann schnell wieder hoch. Genau diese Bremsbewegung wird dafür sorgen, dass du das in der Wade spürst, dass die Muskulatur aktiv wird und gleichzeitig hast du auch eine mechanische Last auf die Plantarfaszie. Und genau darauf wird sie dann reagieren, indem die Plantarfaszie auch stärker wird. 2 Serien von 12 bis 15 Wiederholungen. Kennst du jemanden, der gerade mit Fußschmerzen zu tun hat? Dann schick ihm dieses Video. Mit einfachen Übungen zu Hause kannst du deine Schmerzen lindern, deine Muskulatur kräftigen und gleichzeitig wieder beschwerdenfrei werden. Und weiter geht es zu der dritten Übung. Auch diese Übung ist, um die Plantarfaszien wieder dehnbarer zu bekommen bzw. auch straffer zu bekommen. Und da die Plantarfaszie von der Ferse bis zum Zehe geht, ist es wichtig, dass die Zehe auch die volle Streckung erreichen. Und das trainierst du mit dieser Übung. Du kniest auf dem Boden und deine Zehe sind aufgestellt. Genau das wollen wir erreichen, dass die Zehe auf dem Boden sind. Und mit dieser Position von der Zehe erreichst du dann eine maximale Dehnung von der Plantarfaszie. Wichtig ist, wenn du die Position erreicht hast, dass du deine Füße nicht zu weit nach außen fallen lässt, sondern ganz bewusst nach innen bewegst, dass du mehr Last auf den großen Zeh hast. Und dann gehst du langsam nach unten, so als ob du dir jetzt halt auf die Ferse drauf sitzen willst. Diese Last auf die Ferse sorgt dafür, dass es noch mehr in der Beugung, in der Streckung der Zehe reinkommt. Und dann langsam wieder aufstehen. Du lehnst dich zurück, bis du auf die Ferse sitzt. In diesem Moment müsstest du ein Ziehen spüren an den Fußballen. Du bleibst kurz in dieser Position für 5 bis 10 Sekunden und dann wieder hochkommen. 15 Wiederholungen sollen das werden und bei jedes Mal probierst du noch weiter die Zehung in die Strecke zu bekommen bzw. dein Gewicht auf die Ferse abzulegen. Für diese Übung brauchst du jetzt ein Handtuch, den du jetzt ganz eng zusammenrollst. Leg es auf den Boden und platziert die betroffene Seite so, dass es genau die Zehe, die Gelenke von dem Großzeh, von dem Vorfuß auf dem Bereich drauf bleiben, dass eine Streckung von den Zähnen stattfinden. Die Ferse muss jetzt aber die ganze Zeit auf dem Boden bleiben. Das ist jetzt die betroffene Seite. Mit der gesunden Seite gehst du nun nach vorne. In dieser Position wirst du automatisch mehr Belastung auf den hinteren Fuß drauf haben. Jetzt mit dem gestreckten Zeh versuchst du nun auf den Vorfuß zu gehen, sodass du die Ferse vom Boden hochhebst. Oben für 3 Sekunden bleiben und dann wieder senken. Diese Übung dient zur Kräftigung der Wadenmuskulatur. Die Kräftigung der Wade sorgt dafür, dass die Beschwerden von der Plantarfasziitis, die Schmerzen, abnehmen. Wichtig ist, dass du sie langsam durchführst. Also 1, 2, 3 Sekunden hochkommen, oben für 3 Sekunden halten und dann langsam wieder runterlassen. Genau wieder die 3 Sekunden. 2 Serien sollen das werden.
für mindestens 8 Wiederholungen. Wenn du es aushältst, sogar 10 bis 12. Wichtig ist, dass du wirklich die Wade spüren musst. Wenn das nicht anstrengend für die Wade ist, dann führe so viele Wiederholungen durch, bis du die Muskulatur auch spürst. Es muss eine Veränderung stattfinden, damit deine Beschwerden sich auch verändern bzw. weniger werden. Und jetzt noch ein paar wichtige Tipps, um deine Schmerzen zu lindern. Das erste ist es, man muss die Plantarfaszien auch teilweise entlasten. Und das kriegst du am besten hin, wenn du jetzt halt in einer stehenden Arbeit hast, dass du dich immer wieder für ein paar Minuten hinsetzt. Ich weiß, es ist manchmal schwer, aber ohne eine Entlastung wird auch keine Anpassung stattfinden. Die zweite Möglichkeit, um die Plantarfaszie zu entlasten, ist es zu Hause nicht barfuß zu laufen, sondern Hausschuhe oder Turnschuhe auch zu Hause zu nutzen, damit der Fuß ein bisschen geschützter ist und die Plantarfaszie sich erholen kann. Wenn deine Schmerzen frühmorgens besonders stark sind, dann solltest du diese kurzen Bewegungen ausprobieren, bevor du aufstehst. Noch liegend im Bett, bevor du aufstehst, bewege deinen Fuß nach oben und nach unten so weit wie du kannst. Drück die Ferse ganz weit weg von dir, ziehe die Zehe zu dir ran und als nächstes mach dann einen Ballerina-Fuß, sodass der Fuß ganz weit nach vorne in eine spitzende Position gebracht wird. Versuche die gesamte Bewegungsausmaß von der Sprunggelenk zu nutzen. 20 Wiederholungen erstmal für diese Bewegung. Als nächstes bewegst du den Fuß dann komplett nach innen und komplett nach außen. Auch hier sollen das nochmal 20 Bewegungen werden. Wenn du die durchgeführt hast, versuchst du dann die Zehe zu krallen und danach auch komplett zu strecken. Je mehr Bewegung du in den Fuß reinbekommst, desto einfacher wird es sein, aufzustehen und desto schmerzfreier werden auch deine ersten Schritte sein. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn du Fußschmerzen hast wegen einer Plantarfasziitis, probier sie aus. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!